Hallo und herzlich willkommen in einem ganz besonderen Video. Mein Name ist Natalia und ich bin deine Deutschlehrerin. Du weißt, ich lese alle Kommentare auf meinem YouTube-Kanal. Ich höre meinen Schülerinnen und Schülern immer gut zu. Deshalb weiß ich, eine der größten Herausforderungen beim Deutschlernen ist das Sprechen. Auch für mich war es am Anfang eine große Hürde, gut und selbstbewusst zu sprechen. Deshalb habe ich mich hingesetzt und für euch ein langes Video zusammengestellt, in dem ihr 1 Stunde lang mit mir zusammen aktiv euer Sprechen üben könnt. Ich habe unterschiedliche Situationen für euch ausgesucht, die euch im Alltag helfen werden. Bleibt unbedingt bis zum Ende dran, da habe ich nämlich eine interessante Challenge für euch. Also die letzte Situation ist die schwierigste. Schaffst du sie? Wie immer findest du die wichtigsten Informationen, den Wortschatz und die Übungen aus diesem Video in der kostenlosen PDF-Datei. Den Link zu der PDF-Datei findest du in der Infobox und in dem angepinnten Kommentar. Die Datei schicke ich dir per E-Mail. Checke unbedingt deinen Spam-Ordner. Manchmal landet meine E-Mail im Spam. Leider. Am besten lernst du, wenn du die Datei während des Videos benutzt. Mach dir Notizen, übersetze Wörter in deine Muttersprache und ganz wichtig, sprich laut mit. Es ist das A und O. Du musst mitsprechen. So übst du deine Aussprache und die Intonation am besten. Und du kannst dich aufnehmen. Mach eine Sprachnachricht oder einfach eine Memo auf deinem Handy. Nimm dich auf, höre dir das an und vergleiche deine Aussprache mit meiner oder mit der Aussprache meiner Kollegen. Denk daran, mir einen Daumen nach oben zu geben und meinen Kanal zu abonnieren. Ich freue mich sehr darüber, dass du mit mir so fleißig dein Deutsch verbesserst. Im ersten Video, das ich für dich vorbereitet habe, geht es um Freizeit und wie du dich mit Freundinnen verabreden kannst. Bist du bereit? Dann kann es losgehen. Also, wie werden wir heute arbeiten? Wir machen eine Sprechübung aus der Lektion 5 in meinem neuen A2-Kurs. In der Lektion 5, in diesem A2-Kurs, lernst du, wie du dich auf Deutsch verabredest oder Verabredungen absagst. Das möchte ich heute mit dir üben. Ich stelle dir Fragen und du antwortest. Die erste Runde ist ganz einfach. Ich blende dir den Text ein und du musst ihn einfach nur nachsprechen. Eine Kollegin aus meinem Team hilft mir hier auch. Sie wird für dich deinen Text aussprechen, damit du ganz genau weißt, wie die Intonation und die Aussprache sein sollte. Also höre gut zu und sprich meiner Kollegin nach. Achte besonders auf die Reihenfolge der Sätze. Alles klar? Los geht's! Ich möchte am Wochenende Tennis spielen. Hättest du Lust mitzukommen? Tennis klingt super. Ich komme gern mit. Wann sollen wir uns treffen? Ich wollte am Sonntag um 9 Uhr gehen. Passt dir das? Nein, 9 Uhr ist mir zu früh. Könntest du auch um 11 Uhr? Okay, dann treffen wir uns um 11 Uhr. Sollen wir uns direkt im Tennisclub treffen? Wo ist denn der Tennisclub? Ich kenne die Adresse nicht. Der Tennisclub ist im Gartenweg. Oder möchtest du dich lieber an der Haltestelle mit mir treffen? Die Haltestelle Parkstraße ist direkt in der Nähe. Die Haltestelle kenne ich. Das passt mir gut. Super, dann treffen wir uns also am Sonntag um 11 Uhr an der Haltestelle Parkstraße. Genau. Okay, dann bis Sonntag. Ich freue mich. Tschüss. Bis Sonntag. Na, hat dir die Übung gefallen? Die erste Runde war ziemlich einfach, aber wir haben einen Dialog geführt
Und das ist wirklich toll. So Schritt für Schritt übst du dein Sprechen. Falls du auch noch an deiner Grammatik arbeiten möchtest, dann kannst du dir ebenfalls komplett kostenlos meinen Spickzettel zu deutscher Grammatik herunterladen. In diesem Spickzettel erkläre ich die wichtigsten Grammatikthemen auf allen Niveaus, von A1 bis C1. Den Link zum Spickzettel findest du wo? Natürlich in der Infobox. Und wir gehen weiter zur zweiten Runde. In dieser Runde wird es jetzt etwas schwieriger. Der Dialog ist der gleiche, aber du musst deine Sätze in die richtige Reihenfolge bringen. Bist du bereit? Dann geht es jetzt los. Ich möchte am Wochenende Tennis spielen. Hättest du Lust mitzukommen? Hier siehst du die 3 Antwortsätze. Erinnere dich an unseren Dialog gerade eben und bringe sie in die richtige Reihenfolge. Welcher Satz kommt zuerst? Welcher als zweites und als drittes? Jetzt bist du dran. Na, hast du das geschafft? Wie ist die richtige Lösung? Die richtige Lösung ist: Tennis klingt super. Ich komme gern mit. Wann sollen wir uns treffen? Ich wollte am Sonntag um 9 Uhr gehen. Passt dir das? Erinnere dich jetzt wieder an die richtige Reihenfolge und lies die Sätze laut vor. So, die Lösung ist: Nein, 9 Uhr ist mir zu früh. Könntest du auch um 11 Uhr? Weiter geht's. Okay, dann treffen wir uns um 11 Uhr. Sollen wir uns direkt im Tennisclub treffen? Denk wieder an unseren ersten Dialog. Wie war da die Reihenfolge dieser beiden Sätze? Wo ist denn der Tennisclub? Ich kenne die Adresse nicht. Oder möchtest du dich lieber an der Haltestelle mit mir treffen? Die Haltestelle Parkstraße ist direkt in der Nähe. Entscheide dich für die richtige Reihenfolge und lies die Sätze laut vor. Die Haltestelle kenne ich. Das passt mir gut. Super, dann treffen wir uns also am Sonntag um 11 Uhr an der Haltestelle Parkstraße. Genau. Okay, dann bis Sonntag. Ich freue mich. Bis Sonntag. In der dritten Runde sprechen wir flüssig zusammen. Ich werde dir nur deinen Text einblenden und mehr nicht. Du hörst jetzt nicht mehr die Stimme von meinen Kollegen, du hörst nur meinen Teil und antwortest direkt. Los geht's! Ich möchte am Wochenende Tennis spielen. Hättest du Lust mitzukommen? Ich wollte am Sonntag um 9 Uhr gehen. Passt dir das? Okay, dann treffen wir uns um 11 Uhr. Sollen wir uns direkt im Tennisclub treffen? Der Tennisclub ist im Gartenweg. Oder möchtest du dich lieber an der Haltestelle mit mir treffen? Die Haltestelle Parkstraße ist direkt in der Nähe. Super, dann treffen wir uns also am Sonntag um 11 Uhr an der Haltestelle Parkstraße. Okay, dann bis Sonntag. Ich freue mich. Ich weiß nicht, wie das für euch ist, aber für mich ist der Sommer immer ein Moment, um durchzuatmen. Weniger Termine, weniger Druck, schönes Wetter. Und deshalb ist das für mich auch der perfekte Moment, etwas für mich selbst zu machen. Jeden Sommer habe ich ein bisschen mehr Zeit, an meiner Sprache zu arbeiten. Ich lerne seit Jahren Spanisch
und komme sehr langsam voran. Im Sommer buche ich mir dann ein paar mehr Stunden und lerne ein bisschen fleißiger, weil ich Lust und Zeit dafür habe. Und du weißt, ich bin ein großer Spanien-Fan. Ich liebe es, nach Spanien zu fliegen und möchte natürlich die Sprache sprechen und die Leute verstehen. Ich lerne Spanisch seit Jahren mit einer Lehrerin bei Preply. Preply ist eine Plattform mit tausenden qualifizierten LehrerInnen für sehr viele verschiedene Sprachen, unter anderem Spanisch und Deutsch. Also wenn du diesen Sommer einen Fortschritt beim Deutschlernen machen möchtest, dann buche dir heute deine erste Stunde bei Preply. Mit meinem Code Natalia50 bekommst du sogar 50% Rabatt auf deinen ersten Unterricht. Den Link zu Preply hinterlasse ich dir in der Infobox und in dem angepinnten Kommentar. Schreibe unbedingt in die Kommentare, wie dein Sommer vergeht und ob du ein bisschen weniger Druck und mehr Zeit hast. Es geht jetzt weiter. Wir üben fleißig das Sprechen. Viel Erfolg! Wie hat dir das Video gefallen? Hast du laut mitgesprochen? Das ist wirklich wichtig. Ich höre nicht auf, diesen Satz zu wiederholen. Es ist sehr wichtig, damit du deine Aussprache und Intonation übst. Dieser Dialog war noch recht einfach, deshalb habe ich im nächsten Schritt eine ähnliche Situation für dich, aber dieses Mal auf einem etwas höheren Niveau. Das Thema ist wieder Freizeit und Verabredungen, aber dieses Mal ist es schwierig, einen Termin zu finden. Kennst du das, wenn du in deiner Freizeit so viel zu tun hast, dass du keine Zeit für deine Freunde hast? In diesem Dialog üben wir, wie wir trotzdem einen passenden Termin finden. Bist du bereit? Dann legen wir los. Heute üben wir einen Dialog zwischen Anna und Sarah. Anna möchte sich mit Sarah verabreden, aber es ist gar nicht so einfach, einen passenden Termin zu finden. Ich werde den Teil von Anna übernehmen. Und du sprichst für Sarah, damit du auch ganz genau weißt, wie du deinen Teil aussprichst. Sprechen meine Kollegen und ich dir den Dialog am Anfang einmal vor. So kannst du gezielt an deiner Aussprache und deiner Intonation arbeiten. Es gibt insgesamt 2 Runden. In der ersten Runde spreche ich dir den Text von Anna und meine Kollegen den Text von Sarah. Du sprichst meine Kollegen nach. Also ganz wichtig, sobald du das Audio hörst, hör das zu Ende und sprich dann meine Kollegen nach. In der zweiten Runde sprechen wir nur zu zweit. Du hörst deinen Teil nicht mehr. Du musst direkt mit mir sprechen. Bist du bereit? Hier kommt der Dialog. Hey Sarah, hättest du Lust, heute Abend mit Tarek und mir etwas trinken zu gehen? Hey Anna, das klingt echt verlockend. Aber heute Abend bin ich leider schon verplant. Ich gehe mit meinen Arbeitskollegen auf ein Konzert. Ach, schade. Und was hältst du dann von Freitagabend? Da sieht's leider auch schlecht aus. Ich bin zu einer Geburtstagsfeier eingeladen. Wow, du bist ja richtig eingespannt. Dabei haben wir uns schon seit 3 Wochen nicht mehr gesehen. Bist du im Freizeitstress? Ja, so kann man's wohl sagen. Ich habe so viele Verabredungen in meiner Freizeit, dass es manchmal ganz schön anstrengend wird. Oh, das kommt mir bekannt vor. Manchmal hat man so viel vor, dass die Freizeit eher stressig als entspannend wird. Vielleicht solltest du dir wirklich mal eine kleine Pause gönnen. Da könntest du recht haben. Aber nächste Woche am Dienstag nach der Arbeit hätte ich noch Zeit. Das klingt doch super. Wir könnten ja mal etwas Ruhiges machen. Vielleicht einen Film schauen oder gemeinsam kochen. Das hört sich doch echt gut an. Also,
Wie wäre es mit 18 Uhr bei mir? Passt gut. Ich freue mich schon richtig darauf. Dann sehen wir uns nächste Woche. Tarek lade ich auch noch ein. Na, hast du gut aufgepasst? Wenn du möchtest, kannst du später nochmal die erste Runde üben und dann meinen Text nachsprechen und den Text von meinen Kollegen einfach hören. Das ist auch noch eine Option, so kannst du beide Personen üben. Okay, wunderbar. Jetzt bist du wieder dran. Du sprichst Sarahs Teil laut aus. Es wird dir wieder eingeblendet, aber in dieser Runde spricht meine Kollegin die Sätze für dich nicht mehr vor. Ich empfehle dir wirklich nach dem Video die PDF-Datei herunterzuladen, damit du den Dialog nochmal analysieren kannst und vor allem, damit du neue Vokabeln und Ausdrücke lernen kannst. Wie du siehst, der Dialog ist nicht so einfach. Es gibt ganz viele kleine Wörtchen, es gibt viele Partikel. Das ist auch ein sehr interessantes Thema. Alle diese Vokabeln habe ich dir in der PDF-Datei aufgelistet. Also denk daran, sie dir herunterzuladen. Okay, es geht los mit Runde 2. Hey Sarah, hättest du Lust, heute Abend mit mir und Tarek etwas trinken zu gehen? Ach, schade. Und was hältst du dann von Freitagabend? Wow, du bist ja richtig eingespannt. Dabei haben wir uns schon seit 3 Wochen nicht mehr gesehen. Bist du im Freizeitstress? Oh, das kommt mir bekannt vor. Manchmal hat man so viel vor, dass die Freizeit eher stressig als entspannend wird. Vielleicht solltest du dir wirklich mal eine kleine Pause gönnen. Das klingt doch super. Wir könnten ja mal etwas Ruhiges machen. Vielleicht einen Film schauen oder gemeinsam kochen? Also, wie wäre es mit 18 Uhr bei mir? Dann sehen wir uns nächste Woche. Tarek lade ich auch noch ein. Super! Auch die zweite Runde hast du gut geschafft. Ich hoffe. Schreib's unbedingt in die Kommentare. Du hast bestimmt gemerkt, dass wir hier abwechslungsreichen Wortschatz und auch fortgeschrittenere Grammatik benutzt haben. Man könnte den Dialog noch komplizierter auf dem B2 oder C1-Niveau gestalten. Dann würde er nicht mehr so authentisch klingen. Wir sprechen im Alltag eher auf dem B1-Niveau. Deshalb ist es so wichtig, dass man die Grundlagen der deutschen Sprache perfekt beherrscht. Erst dann kannst du kompliziertere Sätze bilden. Erst dann kannst du weiter zum B2 und C1-Niveau gehen. Also, falls du dir noch nicht ganz sicher bist und nicht so gut sprechen kannst und einfach Angst hast, dich auszudrücken, deine Persönlichkeit auf Deutsch zu zeigen, dann ist mein neuer B1-Kurs die perfekte Lösung für dich. Wunderbar! Das Sprechen zum Thema Freizeit und Verabredungen auf dem A2 und B1-Niveau hast du geschafft. Sehr gut. Nachdem du weißt, wie du dich in deine Freizeit verabredest, habe ich jetzt eine formelle Situation für dich. Es geht um ein Vorstellungsgespräch, also ein Jobinterview. Viele meiner Schülerinnen und Schüler möchten gern in Deutschland eine Arbeit finden. Zur Vorbereitung habe ich die 3 wichtigsten Fragen, die in einem Vorstellungsgespräch vorkommen, gesammelt und übe sie mit dir. Bist du bereit? Dann geht es los. Stell dir vor, ich wäre deine neue Arbeitgeberin und würde dich zu einem Vorstellungsgespräch einladen. Achte heute besonders auf deine Aussprache und deine Intonation. Sprich langsam, entspannt und freundlich. Die wichtigsten Redemittel aus diesem Video findest du in einer kostenlosen PDF-Datei.
Den Link dazu findest du in der Beschreibung und in dem angepinnten Kommentar. Lade dir die Redemittel jetzt herunter, um noch effektiver zu lernen. Folge mir unbedingt, um keine Videos zu verpassen und dein Deutsch auf das nächste Niveau zu bringen. Und wenn dir dieses Thema gefällt, wenn dieses Thema für dich aktuell ist und du noch mehr lernen möchtest, dann schau dir unbedingt meinen B2 Intensivkurs an. In diesem Kurs gibt es noch viel mehr Videos wie dieses und viele weitere Informationen und Übungen rund um das Thema Arbeit. Du lernst, wie du dich bewerben kannst, wie du einen guten Lebenslauf schreibst, wie du ein Bewerbungsschreiben erstellst und wie du erfolgreich das Vorstellungsgespräch durchführen kannst. Okay, und jetzt geht es erstmal los mit dem heutigen Video. In der ersten Runde leite ich dich durch das Gespräch. Meine Kollegin spricht dir die Nachricht vor, damit du die Aussprache und die Intonation richtig üben kannst. Danach mache ich es dir ein bisschen schwerer. Ich werde dir nur deinen Text einblenden und du solltest dann selbst antworten. Also meine Kollegin spricht nicht mehr. Bist du bereit? Los geht's! Herzlich willkommen, Frau Zeller. Haben Sie gut zu uns gefunden? Ja, vielen Dank. Die Wegbeschreibung auf Ihrer Website war sehr hilfreich. Und die Anbindung mit der U-Bahn ist wirklich praktisch. Schön zu hören. Sie haben sich für die Position als Marketingmanagerin bei uns beworben. Was hat Sie an dieser Stelle besonders gereizt? Ich finde es spannend, dass Sie in Ihrer Stellenausschreibung von einer internationalen Ausrichtung sprechen. Marketing in einem globalen Kontext hat mich schon immer interessiert. Und ich denke, ich kann meine bisherigen Erfahrungen hier gut einbringen. Außerdem schätze ich Ihr Unternehmen für seine nachhaltigen Projekte. Das passt zu meinen persönlichen Werten. Vielen Dank für Ihre Erklärung. Welche Fähigkeiten und Erfahrungen tragen besonders zu Ihrem Erfolg in der Arbeit bei? Ich habe in den letzten Jahren viel Erfahrung darin gesammelt, große Projekte zu koordinieren, oft mit mehreren Teams und engen Zeitplänen. Dabei fällt es mir leicht, einen klaren Überblick zu behalten und Aufgaben so zu strukturieren, dass alle Beteiligten effizient zusammenarbeiten können. Besondere Freude bereitet es mir, kreative Lösungen zu finden und neue Ideen umsetzen zu können. Das klingt spannend. Und gibt es etwas, woran Sie persönlich noch arbeiten möchten? Sicherlich. Ich habe festgestellt, dass ich manchmal etwas dazu tendiere, mich sehr intensiv mit Details zu beschäftigen, was zwar in bestimmten Situationen nützlich sein kann, jedoch gelegentlich den Blick auf das große Ganze einschränkt. In solchen Situationen ist es für mich wichtig, mir vor Augen zu führen, welche Ziele unser Projekt verfolgt, um mich stärker auf die wesentlichen Punkte zu konzentrieren. Es ist ein Prozess, aber ich habe schon gute Fortschritte gemacht und möchte das noch weiter verbessern.
Persönliche Weiterentwicklung ist ein wichtiger Punkt. Warum glauben Sie denn noch, dass Sie die richtige Person für diese Position sind? Ich habe den Eindruck, dass meine Erfahrungen und Fähigkeiten sehr gut zu den Anforderungen der Position passen würden. Ich bringe nicht nur 5 Jahre Erfahrung im Marketing mit, sondern kann neue Ideen zu aktuellen Trends und Technologien beisteuern. In meinem jetzigen Job habe ich ein digitales Projekt von der Idee bis zur Umsetzung begleitet, das den Umsatz der Firma erheblich gesteigert hat. Ich bin überzeugt davon, dass ich ähnliche Erfolge auch bei Ihnen erzielen und so einen wichtigen Beitrag leisten kann. Vielen Dank, Frau Zeller. Das klingt überzeugend. Haben Sie noch weitere Fragen an uns? Ja, könnten Sie mir bitte noch etwas mehr über die Zusammenarbeit zwischen den Teams in Ihrer Marketingabteilung erzählen? Gerne. Wir setzen stark auf Teamwork, wobei jedes Team einen klaren Verantwortungsbereich hat. Bei größeren Projekten arbeiten die Teams eng zusammen. Das klingt sehr gut. Vielen Dank. Vielen Dank für das Gespräch. Wir melden uns in den nächsten 2 Wochen bei Ihnen, sobald die Entscheidung getroffen wurde. Das freut mich. Vielen Dank und auf Wiedersehen. Auf Wiedersehen. Okay, die erste Runde hast du geschafft. Es geht weiter. In der zweiten Runde sprechen meine Kollegen nicht mehr für dich. Du musst die Sätze selbst aussprechen. Du siehst sie allerdings auf dem Bildschirm. Ich werde sie dir einblenden. Okay, es geht los mit dem ersten Bereich, mit der ersten Frage. Warum haben Sie sich bei uns beworben? Falls dir die Übung gefallen hat, dann schreibe mir unbedingt einen Kommentar, damit ich Bescheid weiß. Herzlich willkommen, Frau Zeller. Haben Sie gut zu uns gefunden? Sie haben sich auf die Position als Marketingmanagerin bei uns beworben. Was hat Sie an dieser Stelle besonders gereizt? Vielen Dank für die Erklärung. Welche Fähigkeiten oder Erfahrungen tragen besonders zu Ihrem Erfolg in der Arbeit bei? Das klingt spannend. Und gibt es etwas, woran Sie persönlich noch arbeiten möchten? Persönliche Entwicklung ist ein wichtiger Punkt. Warum glauben Sie denn noch, dass Sie die richtige Person für diese Position sind?
Vielen Dank, Frau Zeller. Das klingt überzeugend. Haben Sie noch weitere Fragen an uns? Gerne. Wir setzen stark auf Teamwork, wobei jedes Team einen klaren Verantwortungsbereich hat. Bei größeren Projekten arbeiten die Teams eng zusammen. Vielen Dank für das Gespräch. Wir melden uns in den nächsten 2 Wochen bei Ihnen, sobald die Entscheidung getroffen wurde. Auf Wiedersehen. Na, hast du alles geschafft? Hat dir die Übung gefallen? Das waren die 3 wichtigsten bzw. häufigsten Fragen, die in einem Vorstellungsgespräch vorkommen. Na, wie hat es funktioniert? Das war gar nicht so einfach, oder? Deshalb ist es so wichtig, dass du das Sprechen gut und häufig übst. Je häufiger du übst, desto sicherer wirst du. Glaub mir, in allen meinen Intensivkursen üben wir das Sprechen genauso. In jeder Lektion findest du Sprechübungen, die dir helfen, sicher und selbstbewusst auf Deutsch zu kommunizieren. Die Links zu allen Kursen findest du in der Infobox. Auch unsere nächste Situation braucht ein bisschen Übung. Sie ist dir bestimmt bekannt. Es geht darum, am Telefon Nachrichten zu hinterlassen. Also zum Beispiel bei der Arbeit oder beim Arzt aufs Band zu sprechen. Du möchtest mit jemandem sprechen, aber die Person ist gerade nicht da? Dann hinterlässt du eine Nachricht auf dem Band. Also eine Voicemail. Für mich war es am Anfang sehr aufregend, auf Deutsch eine Nachricht zu hinterlassen und ich weiß, dass es vielen von euch auch so geht. Aber kein Problem, wir üben es gemeinsam. Musstest du schon einmal bei der Arbeit auf Deutsch eine Nachricht für jemanden hinterlassen und wusstest du in dem Moment nicht, wie du das machst? Oder hast du schon einmal beim Arzt angerufen und musstest dort aufs Band sprechen? Gar nicht so einfach, oder? Deshalb üben wir es heute gemeinsam. Aber jetzt geht es erstmal los mit unserer Sprechübung. Ich werde dir eine Situation nennen, in der du eine Nachricht hinterlassen musst. In der ersten Runde leite ich dich durch das Gespräch. Eine Kollegin von mir spricht dir die Nachricht vor, damit du die Aussprache und Intonation richtig üben kannst. Ich werde dir dann nur die wichtigsten Vokabeln und Redemittel anzeigen. Du sprichst den Rest dann ganz alleine. Bist du bereit? Hier ist unsere erste Situation. Du musst einem Kollegen eine Nachricht hinterlassen, weil du ihn telefonisch nicht erreichst. Stell dir vor, du rufst an, weil du wichtige Informationen zu einem Meeting weitergeben musst. Höre dir zunächst die Nachricht an, die meine Kollegin für dich eingesprochen hat. Guten Tag, Herr Huber. Hier ist Ivana Kleinschmidt. Ich wollte Ihnen kurz Bescheid geben, dass das Meeting am Freitag auf 14 Uhr verschoben wurde. Bitte melden Sie sich bei mir, falls das für Sie nicht passt. Vielen Dank und bis bald. Jetzt bist du dran. Sprich die Nachricht nach. Den Text blende ich dir weiterhin komplett ein. Achte auf die Aussprache und auf die Betonung. Versuche das genauso wie meine Kollegen auszusprechen. Los geht's! Super gemacht! In der zweiten Runde wird es etwas schwieriger. Ich werde dir die wichtigsten Wörter und Redemittel anzeigen, aber du füllst die Lücken selbst aus. Also du siehst nicht den gesamten Text. Schau hier, versuche jetzt die Nachricht allein zu formulieren. Also du siehst die Anfänge, versuche die Sätze zu beenden. Genauso wie in der ersten Runde. Guten Tag, Herr Huber. Hier ist Ivana Kleinschmidt. Ich wollte Ihnen kurz Bescheid geben, dass das Meeting am Freitag auf 14 Uhr verschoben wurde.
Bitte melden Sie sich bei mir, falls das für Sie nicht passt. Vielen Dank und bis bald. Na, hast du es geschafft? Falls du noch unsicher bist, kannst du dir die Nachricht gerne noch einmal anhören und üben. Für die nächste Situation stell dir vor, du rufst bei einem Kunden an und musst eine Nachricht hinterlassen, um ein Treffen zu bestätigen. Höre dir die Nachricht an, die meine Kollegin für dich spricht. Guten Tag, Frau Kleinmann. Ivana Kleinschmidt von NextGen Enterprises am Apparat. Ich wollte Ihnen kurz bestätigen, dass unser Treffen wie geplant am 16.11. um 10 Uhr stattfinden wird. Falls sich bei Ihnen etwas geändert hat, melden Sie sich bitte direkt bei mir unter 0221 587 409 776. Vielen Dank und auf Wiederhören. Jetzt bist du dran. Sprich die Nachricht nach und achte auf die korrekte Betonung und die wichtige Kundenfreundlichkeit. Also die Betonung und die Kundenfreundlichkeit. Sehr gut gemacht. Jetzt wirst du nur Teile der Nachricht sehen und füllst die Lücken wieder selbst aus. Guten Tag, Frau Kleinmann. Ivana Kleinschmidt von NextGen Enterprises am Apparat. Ich wollte Ihnen kurz bestätigen, dass unser Treffen wie geplant am 16.11. um 10 Uhr stattfinden wird. Falls sich bei Ihnen etwas geändert hat, melden Sie sich bitte direkt bei mir unter 0221 587 409 776. Vielen Dank und auf Wiederhören. Super, jetzt kannst du bei der Arbeit bereits Nachrichten für Kollegen und für Kunden hinterlassen. War doch gar nicht so schwierig, oder? Wir kommen jetzt zu unserer zweiten Situation. Die ist dir bestimmt schon bekannt. Du rufst beim Arzt an, weil du deinen Termin verschieben möchtest. Aber es geht nur die Mailbox dran. Du musst eine Nachricht auf dem Band hinterlassen. Kein Grund zur Panik. Höre dir an, wie du in Zukunft ganz einfach eine Nachricht beim Arzt hinterlässt. Guten Tag, hier spricht Ivana Kleinschmidt. Ich wollte mich erkundigen, ob es möglich ist, meinen Termin am 25.11. zu verschieben. Bitte rufen Sie mich unter 0221 587 409 776 zurück, um einen neuen Termin zu vereinbaren. Vielen Dank und auf Wiederhören. Na, hast du alles verstanden? Jetzt bist du wieder an der Reihe. Sprich die Nachricht nach und versuche deutlich und höflich zu bleiben. Versuche genau die gleiche Intonation zu benutzen wie meine Kollegen. Jetzt machen wir es noch einmal etwas schwieriger. Du erhältst nur einen Teil der Nachricht und füllst die Lücken wieder selbst aus. Viel Erfolg! Guten Tag, hier spricht Ivana Kleinschmidt. Ich wollte mich erkundigen, ob es möglich ist, meinen Termin am 25.11. zu verschieben. Bitte rufen Sie mich unter 0221 587 409 776 zurück, um einen neuen Termin zu vereinbaren. Vielen Dank und auf Wiederhören. Du hast es gemacht! Es ist wichtig, sich beim Hinterlassen von Nachrichten klar auszudrücken, höflich zu bleiben und die wichtigsten Informationen deutlich zu nennen. Und natürlich immer ruhig zu bleiben. Du hast ja gesehen, dass es gar nicht so schwierig ist. Bleibe ruhig, sprich langsam und dann schaffst du es. Wunderbar! Ich weiß, dass Telefonieren auf Deutsch nicht ganz einfach ist, aber jetzt
fühlst du dich beim nächsten Mal bestimmt viel sicherer. Die nächste Situation, die ich für dich vorbereitet habe, findet am meisten am Telefon statt. Wir üben dieses Mal, wie du dich beim Kundenservice über einen kaputten Computer beschweren kannst. Es ist wichtig, dass du klar, aber freundlich über Hilfe und Unterstützung bitten kannst. Also pass jetzt gut auf. Ich wünsche dir viel Erfolg. Also, wir fangen mit dem ersten Dialog an. Der erste Dialog ist auf dem B1-Niveau. Die Situation, das ist eine formelle Situation. Ich lese euch ganz kurz die Beschreibung der Situation. Ich lese es vor. Fehlerhafte Ware, also mit der Ware, mit dem PC ist irgendwas passiert. Irgendwas ist los mit dem PC. Du hast einen neuen Laptop gekauft. Nach kurzer Zeit funktioniert er nicht mehr. Deswegen rufst du beim Online-Händler TechWorld24 an, um den Laptop zu reklamieren. Du möchtest so schnell wie möglich einen neuen Laptop, weil du ihn für die Arbeit brauchst. Das ist unsere Situation. Und hier haben wir noch ein bisschen Redemittel, ein bisschen Wortschatz dazu für unseren Dialog. Sich entschuldigen. Es gibt verschiedene Optionen, verschiedene Möglichkeiten, wie man sich entschuldigen kann. Man kann sagen, oh, das tut mir leid. Oder man kann sagen, entschuldigen Sie. Oder, was kann man noch sagen? Ich bedauere es. Wir sehen das ein bisschen später. Verständnis zeigen. Ich verstehe, dass Sie verärgert sind. Ihr könnt die Redemittel auf verschiedenen Niveaus vergleichen. Dann habt ihr noch viel mehr Wortschatz. Dann könnt ihr die gleichen Sachen auf unterschiedliche Art und Weise sagen. Das ist ganz cool. Hilfe anbieten. Wie kann ich Ihnen helfen? Das ist ganz Standard, der Satz. Oder kann ich Ihnen helfen? Eine Frage. Wie oder ob? Dann haben wir eine Lösung anbieten. Wir finden eine Lösung für Sie. Oder wir können XYZ machen. Das ist übrigens eine Abkürzung im Deutschen. Also wir sagen ganz oft, wenn wir nicht konkret sind, also wenn wir nichts Konkretes sagen wollen, dann sagen wir XYZ. XYZ. Also das ist so ganz allgemein. Wir können XYZ machen. Oder wir können XYZ schicken. Gut. Sich beschweren, das dauert zu lang oder das ist zu lang, das ist zu teuer. Ganz oft machen meine Schüler Fehler mit diesem zu. Also zu lang, zu teuer bedeutet mehr als es sein soll. Also, wenn du sagst sehr lang, dann ist es ja okay, es ist sehr lang. Aber zu lang, es ist langer, als es sein soll. Oder teuer, zu teuer. Das ist mehr, als ich zahlen kann. Too much, zu viel, zu teuer, zu lang und so weiter. Etwas fordern, ich brauche schnell. Also, ich brauche schnell einen neuen Laptop. Du forderst etwas. Du sagst, dass du das unbedingt brauchst. Ich erwarte, erwarten. Ich erwarte das und gibt es keine andere Möglichkeit? Gibt es keine andere Möglichkeit? Und dann sagst du, nein, leider nicht. Das ist das ist die einzige Möglichkeit. Oder ja, es gibt noch viele andere Möglichkeiten. Wir können darüber sprechen. Ich lese meinen Teil. Dann schalte ich die Audioaufnahme von Daria ein. Das ist das, wo du steht. Du hörst das zuerst und dann sprichst du. Ich warte die ganze Zeit. Okay, es geht los. TechWorld24, guten Tag, wie kann ich Ihnen helfen? Hallo, ich habe vor einer Woche einen Laptop bei Ihnen gekauft. Jetzt funktioniert er nicht mehr. Ich habe schon alles probiert. Oh, das tut mir leid. Wir finden eine Lösung für Sie. Ich brauche schnell einen neuen.
weil ich den Laptop für meine Arbeit brauche. Wir können den kaputten Laptop zurücknehmen und Ihnen ein neues Gerät schicken. Das dauert 3 bis 5 Tage. 3 bis 5 Tage? Das ist zu lange. Nächstes Mal kaufe ich den Laptop lieber in einem Geschäft. Ich verstehe, dass Sie verärgert sind. Ich erwarte, dass das schneller geklärt wird. Gibt es keine andere Möglichkeit? Ich schaue nach. Ja, wir können den neuen Laptop per Expressversand schicken. Dann ist er spätestens übermorgen da. In Ordnung. Das klingt nach einer besseren Lösung. Sehr gut. So kannst du dich über kaputte oder mangelhafte Ware beschweren und bleibst dabei trotzdem respektvoll. Du hast es fast geschafft. Sehr gut. Wie versprochen, habe ich zum Schluss noch eine Sprech-Challenge für dich. Erinnerst du dich an den Dialog aus dem zweiten Video? Du hast dich mit Sarah verabredet. Wir üben die Situation jetzt noch einmal, aber dieses Mal auf einem hohen Niveau. Der Wortschatz ist sehr gehoben und die Grammatik ist anspruchsvoll. Na, traust du es dir zu? Ich glaube an dich und wünsche dir viel Erfolg. Ich werde den Teil von Anna übernehmen und du sprichst für Sarah. Der Ablauf ist wie immer. In der ersten Runde spricht meine Kollegin für dich, in der zweiten Runde sprechen wir nur zu zweit. Achte auf die Intonation und auf deine Aussprache. Vielleicht kannst du dich dabei aufnehmen und deine Aussprache mit der Aussprache meiner Kollegen vergleichen. Lange Rede, kurzer Sinn. Lass uns anfangen. Hey Sarah, besteht denn die Möglichkeit, dich heute Abend endlich mal wieder auf einen Drink zu treffen? Tarek wäre auch dabei. Hey Anna, das würde ich liebend gern machen. Aber heute Abend bin ich leider schon ausgebucht. Und zwar steht ein Konzertbesuch mit Arbeitskollegen auf dem Programm. Ach, schade. Wie wäre es stattdessen mit Freitagabend? Ich will dich wirklich nicht zur Verzweiflung bringen. Aber am Freitagabend bin ich leider schon zu einer Geburtstagsfeier eingeladen. Okay, und wann würde uns die Dame zur Verfügung stehen? Wir haben uns schon 3 Wochen lang nicht mehr gesehen. Ich habe langsam aber sicher Zweifel an der Planung deiner Freizeitgestaltung. Ja, da ist wahrscheinlich was dran. Ich habe so viele Pläne in meiner Freizeit, dass ich manchmal kaum zur Ruhe komme. Oh je, dafür kann ich absolutes Verständnis aufbringen. Manchmal hat man so viel um die Ohren, dass selbst die Freizeit mehr Stress als Erholung bedeutet. Darf ich dir einen Rat geben? Vielleicht solltest du dir mal bewusst eine kleine Auszeit nehmen. Das steht wohl außer Frage. Aber nächste Woche am Dienstag nach der Arbeit würde es sich einrichten lassen. Ach, das klingt doch nach einer super Idee. Wir könnten etwas Entspanntes unternehmen. Zur Auswahl stehen, Film schauen oder gemeinsam kochen. Das wäre perfekt. Okay, wie wäre es, wenn wir uns um 18 Uhr bei mir treffen? Das passt hervorragend. Ich freue mich. Dann sehen wir uns nächste Woche. Ich werde Tarek auch Bescheid geben. In der zweiten Runde spreche ich wieder Anna Style und du sprichst für Sarah.
Bereit? Dieses Mal hörst du aber die Aufnahme von meiner Kollegin nicht mehr. Hey Sarah, besteht denn die Möglichkeit, dich heute Abend endlich mal wieder auf einen Drink zu treffen? Tarek wäre auch dabei. Ach, schade. Wie wäre es stattdessen mit Freitagabend? Okay, und wann würde uns die Dame zur Verfügung stehen? Wir haben uns schon 3 Wochen lang nicht mehr gesehen. Ich habe langsam aber sicher Zweifel an der Planung deiner Freizeitgestaltung. Oh je, dafür kann ich absolutes Verständnis aufbringen. Manchmal hat man so viel um die Ohren, dass selbst die Freizeit mehr Stress als Erholung bedeutet. Darf ich dir einen Rat geben? Vielleicht solltest du dir mal bewusst eine kleine Auszeit nehmen. Das klingt doch nach einer super Idee. Wir könnten etwas Entspanntes unternehmen. Zur Auswahl stehen Film schauen oder gemeinsam kochen. Wie wäre es, wenn wir uns um 18 Uhr bei mir treffen? Dann sehen wir uns nächste Woche. Ich werde Tarek auch Bescheid geben. Super, du hast bis zum Ende durchgehalten und heute sehr viel an deinem Sprechen gearbeitet. Das ist wirklich gut und super wichtig. Lass es mich unbedingt in den Kommentaren wissen, ob dir dieses Format gefallen hat und ob du gern noch mehr Videos wie dieses sehen möchtest. Wenn du dir die PDF-Datei noch nicht heruntergeladen hast, dann mache das jetzt unbedingt. Ich wünsche dir einen wunderschönen Tag. Vergiss nicht, meinen Kanal zu abonnieren und mir einen Daumen nach oben zu geben. Wir sehen uns nächsten Sonntag. Bleib dran und bleib fleißig. Ciao!